Hallo zusammen, ich bin Romina, willkommen bei Romimed. Heute tauchen wir in die spannende Welt der Gluconeogenese ein, der Prozess, durch den unser Körper aus nicht zuckerhaltigen Stoffen Glucose herstellt. Dieser Mechanismus ist ein echter Lebensretter, besonders wenn wir fasten, intensiv Sport treiben oder bei Diabetes. Also, schnallt euch an, es wird aufregend. Bevor wir loslegen, denkt dran, abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und das Video teilen. Eure Unterstützung bedeutet mir alles. Los geht's! Lasst uns mit den Grundlagen starten. Die Gluconeogenese ist der Prozess, bei dem der Körper Glucose aus nicht kohlenhydrathaltigen Substanzen wie Aminosäuren oder Glycerol synthetisiert. Anders als die Glykolyse, die Energie freisetzt, ist die Gluconeogenese ein anaboler Weg, der Energie in Form von ATP und GTP verbraucht. Warum ist das so wichtig? Glucose ist der Hauptenergielieferant für unser Gehirn, die roten Blutkörperchen und andere Gewebe, die nicht direkt auf Fette oder Proteine angewiesen sind. Besonders in Situationen wie Hunger, langen Fastenphasen oder intensiver körperlicher Aktivität, wenn die Glykogenspeicher leer sind, springt die Gluconeogenese ein, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Ohne sie könnten wir nicht überleben, wenn die Kohlenhydratzufuhr fehlt. Dieser Prozess zeigt, wie clever unser Körper ist, Energie auch unter schwierigen Bedingungen bereitzustellen. Weiter geht's mit dem Ort und den Auslösern. Die Gluconeogenese findet hauptsächlich in der Leber statt, die etwa 90% der Glukoseproduktion übernimmt. In Zeiten langer Fastenperioden oder Hungerzuständen steigen die Nieren ein und tragen ebenfalls zur Glukosebildung bei, insbesondere durch die Verarbeitung von Substraten wie Glutamin. Der Prozess wird aktiviert, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, zum Beispiel während des Fastens, bei intensivem Sport, wenn die Glykogenspeicher erschöpft sind, oder in Situationen wie unkontrolliertem Diabetes, wo die Glukoseaufnahme in die Zellen gestört ist. Die Aktivierung hängt von hormonellen Signalen ab, die wir später besprechen, und stellt sicher, dass lebenswichtige Organe wie das Gehirn immer mit Glucose versorgt werden. Es ist faszinierend, wie gezielt der Körper diesen Prozess steuert, um Energieengpässe zu vermeiden. Jetzt schauen wir uns die Rohstoffe an. Die Gluconeogenese nutzt verschiedene Substrate, um Glucose zu synthetisieren. Erstens haben wir Laktat, das aus den Muskeln stammt und über den sogenannten Cori-Zyklus in die Leber gelangt, wo es in Pyruvat umgewandelt wird. Zweitens kommt Alanin, eine Aminosäure, die durch den Abbau von Proteinen in den Muskeln freigesetzt wird. Dieser Prozess ist besonders aktiv, wenn der Körper auf Proteinreserven zurückgreift. Drittens liefert Glycerol, das aus dem Abbau von Triglyceriden in Fettzellen stammt, einen weiteren Baustein. Ein wichtiger Punkt: Fette, genauer gesagt Fettsäuren, können nicht direkt in die Gluconeogenese eingreifen, da sie über die Acetylcoenzym A-Route laufen, die nicht zu Glucose führt. Diese Auswahl an Substraten zeigt, wie flexibel der Körper ist, um Glucose aus unterschiedlichen Quellen zu gewinnen, je nach Bedarf und Verfügbarkeit. Lasst uns die ersten Schritte der Gluconeogenese genauer betrachten. Wir starten mit Pyruvat, das aus Substraten wie Laktat oder Alanin gewonnen wird, und folgen seinem Weg in den Mitochondrien. Das erste Schlüsselenzym ist die Pyruvat-Carboxylase, die Pyruvat in Oxalacetat umwandelt, ein energieintensiver Schritt, bei dem ATP verbraucht und CO2 eingebaut wird, während Biotin als Kofaktor dient. Oxalacetat kann die Mitochondrienmembran nicht direkt passieren, also greift ein cleveres Shuttle-System. Oxalacetat wird in Malat umgewandelt, wobei NADH und ein Proton in NAD umgewandelt werden. Das Malat verlässt die Mitochondrien, gelangt ins Zytosol und wird dort wieder zu Oxalacetat zurückverwandelt, wobei NAD in NADH und ein Proton umgewandelt wird. Dieses Shuttle-System sorgt dafür, dass Oxalacetat dort ankommt, wo es gebraucht wird. Nun kommt das zweite Schlüsselenzym ins Spiel, die Phosphenol-Pyruvat-Carboxykinase, die wir als PEPCK aussprechen. Dieses Enzym wandelt Oxalacetat in Phosphenolpyruvat um, wobei GTP verbraucht und CO2 freigesetzt wird. Dieser Schritt ist ein zentraler Regulationspunkt der Gluconeogenese und markiert den Übergang von den mitochondrialen zu den zytosolischen Schritten. Es ist beeindruckend, wie der Körper diese biochemischen Hürden meistert, um Glucose zu produzieren. Weiter geht's mit den nächsten Schritten der Gluconeogenese. Wir haben jetzt Phosphoenolpyruvat, das aus Oxalacetat entstanden ist, und folgen dem Weg zurück zur Glucose.
wobei wir die irreversiblen Schritte der Glykolyse umgehen. Phosphoenolpyruvat wird durch die Enzyme der Glykolyse in umgekehrter Richtung in 3-Phosphoglycerat und dann in Glycerinaldehyd-3-Phosphat umgewandelt. Enzyme wie Enolase, Phosphoglyceratmutase und Phosphoglyceratkinase arbeiten hier rückwärts. 2 Moleküle Glycerinaldehyd, 3-Phosphat werden durch die Aldolase zu Fructose 1 und 6-Bisphosphat verbunden. Jetzt kommt das dritte Schlüsselenzym, die Fructose 1 und 6-Bisphosphatase, die Fructose 1 und 6-Bisphosphat in Fructose 6-Phosphat spaltet, wodurch der irreversible Schritt der Glykolyse durch die Phosphofructokinase 1 umgangen wird. Fructose 6-Phosphat wird durch die Phosphohexose-Isomerase in Glucose 6-Phosphat umgewandelt. Schließlich setzt das vierte Schlüsselenzym, die Glucose-6-Phosphatase, Glucose 6-Phosphat in freie Glucose um, die ins Blut freigegeben wird. Dieses Enzym ist besonders in der Leber und den Nieren aktiv, da es den letzten Schritt der Gluconeogenese markiert. Insgesamt umgeht die Gluconeogenese die 3 irreversiblen Schritte der Glykolyse, die durch Hexokinase, Phosphofructokinase 1 und Pyruvatkinase katalysiert werden, und nutzt stattdessen diese speziellen Enzyme, um Glucose zu synthetisieren. Dieser Prozess ist ein perfektes Beispiel dafür, wie der Körper biochemische Wege anpasst, um Energie auch ohne Kohlenhydratzufuhr bereitzustellen. Lasst uns die Dirigenten dieses Prozesses betrachten. Die Gluconeogenese wird durch Hormone fein reguliert, abhängig vom Energiebedarf des Körpers. Glucagon, das in der Bauchspeicheldrüse freigesetzt wird, aktiviert die Gluconeogenese, indem es die Expression von Schlüsselenzymen wie PEPCK und Fructose 1 und 6-Bisphosphatase hochreguliert, besonders wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist. Cortisol, ein Stresshormon aus den Nebennieren, fördert ebenfalls die Gluconeogenese, indem es den Proteinabbau in den Muskeln anregt, um Aminosäuren wie Alanin bereitzustellen. Im Gegensatz dazu hemmt Insulin, das bei hohen Blutzuckerspiegeln ausgeschüttet wird, die Gluconeogenese, indem es die Aktivität der gluconeogenetischen Enzyme herunterfährt und die Speicherung von Glucose als Glykogen bevorzugt. Diese hormonelle Balance ist entscheidend, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und wird durch den Energiestatus des Körpers wie den ATP-Spiegel oder die Verfügbarkeit von Substraten weiter moduliert. Es ist beeindruckend, wie präzise diese Steuerung funktioniert. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Praxis. Die Gluconeogenese hat enorme klinische Bedeutung, besonders bei Erkrankungen wie Diabetes. Bei Typ 1 oder Typ 2 Diabetes ist die Gluconeogenese oft überaktiv, da Insulin fehlt oder nicht effektiv wirkt, was zu einer übermäßigen Glukoseproduktion und Hyperglykämie führt, ein Hauptproblem bei unkontrolliertem Diabetes. Ein weiteres Problem ist die Laktatazidose, die auftreten kann, wenn Laktat nicht effizient in die Gluconeogenese eingebunden wird, etwa bei Lebererkrankungen oder Medikamenten wie Metformin. Der Milchsäurezyklus, der Laktat aus den Muskeln in die Leber zurückführt, spielt hier eine Schlüsselrolle. Diesen haben wir bereits in unserem Video über den Citratzyklus ausführlich besprochen. Falls ihr den Milchsäurezyklus noch nicht kennt, klickt auf das kleine schwarze Kästchen oben auf dem Bildschirm, um das Video anzusehen. Um alles zusammenzufassen. Die Gluconeogenese wandelt Pyruvat in Glucose um, verbraucht dabei ATP und GTP und steht in enger Verbindung mit der Glykolyse und dem Milchsäurezyklus. Dieser Prozess ist ein zentraler Bestandteil des Energiestoffwechsels und zeigt, wie der Körper auch in stressigen Situationen Energie bereitstellt. Die Balance zwischen Glukoseproduktion und Verbrauch ist ein biologisches Kunstwerk. Das war unsere Reise durch die Gluconeogenese. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Wir haben gelernt, wie der Körper Glucose aus nicht zuckerhaltigen Stoffen herstellt, warum dieser Prozess so wichtig ist und wie er reguliert wird. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, ich freue mich darauf. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht: abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und das Video teilen, damit noch mehr Leute von RomiMed lernen können. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Video. Tschüss.